Hallo, herzlich willkommen, besonders liebe Mercedes-Freaks, weil das, was wir hier haben, ist wirklich ein sensationelles Auto, ein echter Leckerbissen. Das ist also sensationell. Ich bin in so einem Auto noch gar nicht gefahren, wir haben den vor kurzem erst bekommen. Das ist ein echter Mercedes McLaren Roadster. Wir fahren den jetzt erstmal ein bisschen warm, aber der Wagen hat wirklich absolut monströse Werte. Also wenn man hier schon drin sitzt, das ist wie in so einem Raumfahrzeug, wie in so einem U-Boot und man spürt diese schiere Kraft. Der Wagen hat Sidepipes, das sind Rohre, so Doppelrohre aus Chrom an der Seite, wie ihr vielleicht hören könnt. Hat einen irren Sound und ich habe mir sagen lassen, dass das Auto eine Spitzengeschwindigkeit von 338 Stundenkilometern erreicht. Das ist natürlich unglaublich. Also werden wir jetzt in Bayern nicht fahren können. Auf einer Autobahn fahren wir nicht und das würde ich auch sonst. Also da habe ich schon ein bisschen Respekt vor. Ich bin mit Ferrari mal 300 gefahren, das hat mir gelangt. Aber ich spüre schon, was der für einen Antritt hat. Der Wagen hat eine 5,5 Liter Maschine mit Kompressor. Und ich sag mal, also ich kenne ja große Kompressoren nur aus dem SSK oder aus dem 45A. Aber das hier, also wie der brabbelt, oh. Das ist ja monströs. Also wie der Wagen anschiebt, das ist wirklich einmalig. Das ist nochmal irgendwie was ganz anderes als ein Porsche. Das Interessante ist, dass man dem Auto total luxuriös sitzt. Der wiegt 1,57 Kilo, also 1750 Kilo. Hat also ein ganz schönes Gewicht, aber mit 630 Kompressor PS, mit dem man hier unterwegs ist. Also das ist schon das ist ja nicht. Also ich weiß auch gar nicht. Also man sitzt auf dem Presslufthammer und der fährt waagerecht. Das ist nicht zu fassen. Also was mir aufgefallen ist, dass diese Autos von ihrer Seltenheit her und von dem Umstand, dass er ja eine absolute Rarität ist. Es hat nur einmal, ihr wisst ja vielleicht McLaren, Mercedes, die haben ja dreimal die Weltmeisterschaft in der Formel 1 gewonnen. Und aus dieser Freundschaft und Partnerschaft ist das Auto entstanden und danach war Schluss damit. Also ob sowas jemals wieder gibt, das ist noch die große Frage. Also der klingt ja, das ist ja Wahnsinn, wie der rumblubbert. Sollen wir mal gucken, hier geht es ein bisschen geradeaus. Naja, also das Auto kennt nur nach vorne, das steht mal fest. Und ich sage euch, wenn der an der Seite Flügel hätte, der würde abheben, also das merkt man. Übrigens mal so für die Jungs, die das interessiert, der braucht 28 Sekunden bis 300, wohlgemerkt. Also ich rede nicht von 200 oder von 100, also er ist in 3,8 Sekunden auf 100, das macht der Porsche GT 3 auch noch. Aber wie der hier anschiebt, das ist so eine richtige Hand, die einem da im Genick sitzt, was einem nur nach vorne schiebt, im Genick sitzt. Also das ist ja hier wirklich, kann ich auch noch mal wiederholen, nichts für Briefmarkensammler. Da muss man auch sehr vorsichtig sein, weil das Auto teilweise viel schneller ist, als man so ein Gefühl hat. Und der hat einen Antritt, also das habe ich, da muss ich jetzt wirklich mal überlegen, glaube ich, noch nicht erlebt. Porsche ist irgendwie ganz anders, aber das Ding, das ist wie so ein Muscle Car. Ich weiß gar nicht, womit kann man das eigentlich vergleichen? Ich meine, es gibt von dem Auto als Roadster, ich sage irgendwie was um die 1000. Roadster und Coupé sind 2000 Exemplare gebaut worden. Das Auto müsste eigentlich viel, viel wertvoller sein. Also ich glaube, die Zeit dieses Autos kommt noch. Er hat ja auch irgendwie sowas Ähnliches wie Flügeltüren und wenn man sich das mal anguckt, der ist bis in dem Uhlenhaut-Coupé, dem legendären 300 SL nachempfunden. Ich habe gerade den Tempomat eingeschaltet, das braucht man natürlich bei dem Auto wirklich nicht. Also das ist, glaube ich, das überflüssigste Extra, was es gibt bei dem Wagen. Also wie der hier antritt. Oh, Wahnsinn. Also das ist wirklich absoluter Wahnsinn. Also berghoch musst du hier schon bremsen, das habe ich selten. Das ist meistens andersrum.
Naja, also das ist ein Fahrgefühl, was ich so bisher nicht kannte. Ich meine, es gibt ja heute auch so Mercedes AMG GT und solche Sachen, habe ich auch schon verkauft. Die gehen auch gewaltig los, aber das ist hier eine andere Qualität. Also das ist hier ja wirklich sensationell. Also ich weiß gar nicht, wie ich das genau beschreiben soll. Aber der entwickelt einen Druck und wie der auch klingt. Unglaublich. Unglaublich. Nicht zu fassen. Ja, also ich meine, muss natürlich vorsichtig sein, wenn man so eine Gewalt unterm Hintern hat wie dieses Auto hier. Da kann man schnell einen Fehler machen und dann gibt es einen Abflug. Also ich meine mal ganz davon abgesehen, er hat ein völlig aufregendes Design, finde ich. Auch wunderschön. Also das Auto ist wirklich echt spektakulär und das auch wirklich in allen Bereichen. Ja, hallo liebe Freunde. Also das ist so ziemlich das spektakulärste Auto, was ich bisher gefahren bin. Also von der Kraftentfaltung ist das ja wirklich monstermäßig. Wir haben das eben hier probiert, aber richtig drauf treten traue ich mich nicht. Also ich weiß nicht, ob man hier auf den Kurven bleiben kann. Ein bisschen schmal die Straßen, aber das Auto ist einmalig. Das ist ja eine absolute Rarität, habe ich eben schon gesagt. Sind davon vom Roadster wahrscheinlich um die 1000 gebaut worden. Und es gibt von dem Fahrzeug insgesamt 2000, also Coupé und Roadster. Und das rührt aus der tollen McLaren-Mercedes-Zusammenarbeit her, als die damals Formel 1 gefahren haben. Das hat ja 12 Jahre lang gedauert. Man hat 3 Weltmeisterschaften gewonnen. Und das einzige Projekt, was Mercedes-McLaren dann gebaut hat, ist dieser Mercedes SLR. Vielleicht mal so ein paar Details. Guckt euch mal diese irren Felgen an. Erinnert einen an eine Turbine. Das Auto hat ja einen 5,5 Liter Kompressormotor. Dann diese irren Sidepipes hier vorne, könnt ihr sehen, die machen diesen bollernden Sound. Das ganze Auto hat eine GFK-Karosserie und es ist nur die Aufhängung der Maschine, ist ja ein AMG-Motor gewesen, ist auf Magnesium, auf Stahl, das heißt Magnesium weiß ich gar nicht, Aluminium glaube ich nicht, Aluminium. Aber das ist eine absolut besondere Konstruktion und ich bin der Meinung, dass dieses Auto eines Tages einen gewaltigen Wert haben wird. Er ist ja kaum öfter gebaut worden als ein 300 SL, als ein Flügeltürer. Und ich sage mal, manchmal denke ich mir, dass die große Zeit dieser Fahrzeuge in der Neukonstruktion bald auch vorbei sein werden. Hier haben wir noch so ein Stück, der hat erst 17.000 Kilometer gelaufen, hat eine ganz seltene Farbkonfiguration, die ich wirklich klasse finde. Dieses dunkelgrün Metallic mit tabakfarbenem Leder. Ja, Zustand ist fast neuwertig, das Auto ist aus zweiter Hand. Also der jetzige Besitzer hat das Auto bei Mercedes erworben. Das ist auch hier eine deutsche Erstauslieferung. Was mir übrigens auch aufgefallen ist, der hat tolle Details und der Wagen ist äußerst hochwertig gearbeitet. Also ganz die edelsten Materialien sind da verbaut worden. Er hat übrigens hier von hinten, das ist sowas wie eine Luftbremse. Also wenn er von hoher Geschwindigkeit runterbremst, dann drückt hinten der Spoiler, der ausfährt, das Auto dann auch wirklich auf die Straße. Denn er hat diese riesen, das ist eigentlich ein Front-Mittelmotor, kann man sagen, der ist ja nicht hinten. Und dadurch ist er ein bisschen leichter hinten am Heck. Also man muss wirklich aufpassen mit dem Auto, weil der eine unglaubliche Kraftentfaltung hat. Und das Gefühl, was man hat in diesem Auto, wie der einen nach vorne schiebt, also das kenne ich bisher nicht von anderen Autos. Ich kenne ein hohes Drehmoment, ich kenne auch viel Hubraum. Aber das ist eine Kraftentfaltung, die ist mir neu, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich würde den gerne mal auf einer 6-spurigen Autobahn fahren und mal richtig drauf treten. Wenn es einigermaßen leer ist natürlich. Also das traue ich mich hier nicht. Ja, es ist eine Rarität. Auto ist wirklich selten. Und ich glaube, dass der wirkliche Wert dieser Autos noch lange nicht erkannt ist. Denn das, was heute alles produziert wird von Mercedes, hat nicht mehr so viel Kraft wie dieser Wagen. Die sind alle langsamer. Der hat die bedeutendste, die dollste Höchstgeschwindigkeit. Und so ein SLR wird es so nicht mehr geben. Also weil diese McLaren-Zusammenarbeit mit Daimler-Benz, die gibt es ja so nicht mehr. Die haben, wie gesagt, 3 Weltmeisterschaften gewonnen, was wirklich toll war. Oh, die Tür ist nicht ganz zu. So, jetzt ist sie zu. Müssen wir mal gucken. Nicht, dass die Leute meinen, da ist irgendwie das Spaltmaß nicht in Ordnung, aber die Tür gerade eben nicht ganz verschlossen. Also diese ganz dicken Carbonbremsen, die er hat, auch die goldfarben lackierten Bremssättel. Das Auto ist in jedem Detail höchstwertig. Und meine persönliche Meinung, also die Linie dieses Autos, die ist echt aufregend. Wirklich aufregend. Und wenn ich mir überlege, das, was heute gebaut wird, diese ganzen GT und GTS und was es da so gibt, also reicht da nicht ganz ran. Also das Auto hat andere Maße, der sieht für mich aufregender aus. Das ist für mich ein spannenderes Auto.
Also kurz, Schlüssel wird rumgedreht, so startet sich dieses gewaltige Auto. Hier drückt man auf Start und man hört diesen blubbernden Sound von den 8 Zylindern vorne. Hier ist das elektrische Verdeck angebracht, höchstwertig in Leder alles gemacht. Man ist in dem Wagen wirklich förmlich umbaut von dem Auto, also wirklich eingebettet. Man hat diese tollen Carbonschalenssitze hier hinten. Dann hat man hier vorne auch alles aus Carbon. Hier hinter dem SLR-Zeichen verbirgt sich das damals aktuelle Radio, ist ja mittlerweile ein bisschen veraltet. Dann kann man hier oben den Spoiler hoch und runter fahren, also gerade für hohe Geschwindigkeiten wichtig. Hier vorne die beiden Heizungsregler, Schieber, ja, dann Klimaanlage. Er hat alles auch, was eigentlich eine tolle Limousine auch hat bei Mercedes, eine S-Klasse. Nur die Power, die er hat und wie man hier umbaut ist, das ist alles aus feinstem Carbon und Leder gemacht. Hat sogar schon Airbag seinerzeit. Auto ist ja gebaut worden im Jahr 2007. Das heißt, der Wagen ist mittlerweile 14 Jahre alt. Ja, mein Gott, so schnell vergeht die Zeit. Und wenn ich denke, was die damals hier auf die Beine gestellt haben, das war wirklich ganz gewaltig. Schaut euch mal die Tür da drüben auch an. Auch Carboneinlage oben, Leder, also im Detail sehr schön gemacht. Alles in Leder vorne, eine tolle Musikanlage, Lautsprecher integriert. Das Auto ist sehr, sehr, sehr hochwertig gemacht. Der Fensterrahmen in Alcantara. Ja, da wollen wir mal losfahren. Vielleicht können wir noch gleich ein paar schöne Vorbeifahrszenen machen an anderer Stelle. Ja, also es ist wirklich ein ganz beeindruckendes Auto, das muss ich wirklich sagen. Das ist irgendwie eine andere Dimension, das ist eine andere Art Autofahren. Das hat auch mit Mercedes SL nicht so viel zu tun, obwohl man so die Ähnlichkeit eigentlich sieht. Und man hat zum berühmten Vorbild den Mercedes 300 SL aus den 50er Jahren hier versucht anzuschließen, auch designtechnisch sieht man das ja. Das ist auch, glaube ich, gut gelungen. Und das Auto war 2007 eine absolute Einmaligkeit. Mir ist eine ganze Zeit lang aufgefallen, dass das Auto nicht so richtig lief und so ein bisschen Schattendasein führte, aber ich glaube, das wird sich ändern. Das Auto wird noch erkannt werden. Da darf ich vielleicht mal erinnern an den BMW 507. Der war ja am Anfang auch, jahrelang mochte das niemand und heute ist das die Design-Ikone von BMW. Auch davon gab es nur 250 Fahrzeuge. Die Autos kosten mittlerweile Millionen, weil es halt keine gibt und weil so ein Auto nicht mehr gebaut wurde. Es gab zwar ein Z8, aber ein 507 halt nicht mehr. So, ich gebe mal Gas noch mal ein bisschen. Ja, das geht nach vorne, kann ich nicht anders sagen. Meine Brille ist weggeflogen. Ja, also das ist ein Auto, das hat übrigens, wenn man hier drin sitzt, einen ziemlichen Umfang, ziemliche Maße. Er ist nicht so ganz übersichtlich, man sitzt so ein bisschen wie in so einem U-Boot, ist komplett eingebettet. Und ich habe noch nicht richtig das Gefühl, dass ich diese Kraft, diese gewaltige Explosion hier wirklich im Griff habe. Also da brauche ich noch ein bisschen. Das Auto muss man sich gewöhnen, aber er ist völlig modern. Also vom Fahrwerk, hier vom Handling und so, super modern. Liegt ganz griffig auf der Straße, reagiert sofort. Die kleinste Lenkbewegung merkt man. Ja, herrlich. 630 PS Richtung Abendsonne. Irres Gefühl. Er blubbert vor sich hin. Also es ist wirklich ein sensationelles Auto. Da wiederhole ich mich zwar, aber das stelle ich immer wieder fest bei dem Wagen. Er liegt auch richtig gut, aber man merkt schon, dass man hier 1,8 Tonnen in der Hand hält. Das spürt man bei dem Auto. Umso überraschter ist man, wenn man da drauf tritt. Und da öffnet sich sofort der Gashahn auf eine Art und Weise. Also der Druck, wie es da losgeht, das ist schon wirklich außergewöhnlich. Oh, das ist wie so ein Vorschlaghammer. Hörst du da die Zylinder und den Kompressor, wenn der beschleunigt? Wie so ein Vorschlaghammer. Tolles Teil, also wirklich ein tolles Teil. Außergewöhnlich. Du musst hier wirklich auf die Geschwindigkeitsbegrenzung achten, weil das Auto ist sofort 100 Kilometer schneller als man merkt oder meint. Und das ist ja manchmal ein bisschen gefährlich, was die Punkte angeht. Da, irres Ding, also wirklich ein sehr, sehr eindrucksvolles Auto, wirklich beeindruckend. Beeindruckend. Wenn man denkt, dass er schon 14 Jahre alt ist, dass die vor 14 Jahren schon solche Autos bauen konnten. Unglaublich. Ja, aber wenn jetzt nur noch Batterie gebaut wird, also die ganze Faszination bei Autos,
dieser tolle Sound, dieses Außergewöhnliche, dass man die Mechanik hört, dass man die Mechanik fühlt. Das ist ja weg, wenn es Batterie gibt. Also ich weiß nicht, das ist ja wie mit der Quarzuhr. Als die Quarzuhr rausgekommen ist, hat jeder gesagt, analoge Uhren, das interessiert keinen mehr. Ja, von wegen, die analogen Uhren heute sind mehr wert denn je. Und die Leute wollen überhaupt keine Quarzuhren haben, obwohl die elektrisch sind und sonst was. Das interessiert keinen, weil die Seele bei einem Auto, die ist entscheidend. Und die Seele, die ist in so einem Wagen hier. In so einer Mechanik, die sowas hinbekommt. Ob sich das noch weiterentwickelt, ob das der Autoindustrie noch erlaubt wird, das weiß ich nicht. Und ob die auch das Zeug haben, dazu zu stehen und den Mut haben zu sagen, wir wollen sowas weiterbauen. Sowas muss es geben. Ich meine, es fährt ja nicht jeder so ein Auto, aber wenn es ab und zu sowas Besonderes gibt, das fasziniert doch alle. Das ist so ein bisschen wie mit dem englischen Königshaus. Ich meine, eine Königin brauchen wir heute auch nicht mehr, aber für die Seele eines Volkes, finde ich, ist das wichtig. Und ich weiß nicht, ob es uns besser geht, weil wir nur keinen König mehr haben. Aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Aber so ein bisschen ist das mit dem Auto auch. Das ist so ein bisschen eine Vorbildfunktion, wo andere Leute sich dran begeistern. Es kann nicht jeder König sein und es kann auch nicht jeder so ein Auto fahren. Aber irgendwie ist das wichtig für die Seele und für die Motivation und für die Freude. Für die Freude am Auto und für die Freude am Leben, für die Freiheit. Das hängt ganz dicht zusammen. Ja, und deshalb sind solche Autos, meine ich, nach wie vor wichtig, wenn sowas konstruiert wird. Weil das eine Seele hat und das bindet die Menschen, das freut die Menschen, das begeistert die Menschen. Deswegen fahre ich auch so Autos gerne hier, das ist immer wieder faszinierend. Man muss natürlich wirklich aufpassen, weil mittlerweile gibt es hier Leistungsdaten, das sind Formel-1-Daten und da kann man sich schnell den Kopf abfahren, da muss man vorsichtig sein. Aber faszinierend ist der Wagen, also wirklich einmaliges Erlebnis, werde ich nicht vergessen, den Wagen hier. Hat eine AMG-Maschine, ist von McLaren und Mercedes entwickelt worden und was die auf die Beine gestellt haben, das manifestiert sich in diesem Wagen. Das ganze Wissen und die ganze Erfahrung von McLaren, Mercedes könnt ihr in dem Wagen hier stellen und deswegen meine ich auch, das ist ein Auto mit einem echten Sammlerwert und das wird sich noch in den Preisen in naher Zukunft niederschlagen. Die Leute in ihren Besammlungen, die Sammler wird es weiterhin geben von besonderen Autos, wie es auch Sammler von besonderen Uhren gibt. Und die werden sich sowas wegstellen, weil sie ganz genau wissen, was das ist. Ich glaube, die große Zeit von dem Auto hier kommt noch. Da werden solche Autos ein ganz anderer werden. Boah. Ja, am Hof zeigen wir euch jetzt noch ein paar Details. Da ist unser Zuhause. Wir haben es wieder mal geschafft. Eine tolle Probefahrt. Mit viel Motivation und Begeisterung kommen wir hier an, das muss ich wirklich sagen. Na, echt herausragend, der Wagen. Ja, also ich erkläre euch jetzt noch gleich den Motor und soweit sage ich euch schon mal alles Gute. Freue mich auf unseren nächsten Dreh, das wird sicherlich wieder spannend. Wir haben tolle Sachen noch hier. Bleibt gesund, euer Stefan Lufschütz aus Bayern. Wir haben den schon mal so ein bisschen aufgemacht, weil das ist absolut spektakulär, dieses Auto. Sowas wird heute nicht mehr gebaut. Öffnet man die Haube, zieht man den erstmal nach vorne. Die Flügeltüren stehen halb offen, das heißt, die sind offen, es sieht ein bisschen halb aus. Jetzt zeige ich euch mal, welche monströse Maschine sich hier unten drunter verbirgt. Das Auto ist ja vom Zustand wirklich recht neuwertig, der hat noch keine 20.000 Kilometer gelaufen. Schaut euch das mal an, das ist eigentlich ein Mittelmotor, ist ja relativ weit hinten, damit er eine optimale Gewichtsverteilung hat, weil das Auto geht wirklich monströs los. SLR ist ein AMG-Motor mit 630 PS, ist konstruiert worden von McLaren Mercedes. Die haben ja entsprechende Rennerfolge gehabt bei der Weltmeisterschaft. 3-mal sind sie Weltmeister geworden mit Formel 1. Und das hier ist eigentlich vom Feeling ein Formel 1 Wagen. Also so sieht er aus, so ist er gebaut. Alles höchstwertig. Heute stellt Mercedes sowas nicht mehr auf die Beine. Man merkt, dass das einfach hochwertiger ist als das, was sie heute an Sportwagen bauen. Deswegen glaube ich, dass das Auto noch eine echte Zukunft vor sich hat, weil so eine Auflage von so einem Wagen wird es nicht mehr geben. Das ist der einzige SLR McLaren, der gebaut wurde, also Mercedes McLaren. Ja, und so sieht sowas aus. Also wirklich ein gigantisches Auto. Aber schaut mal selber, das ist ja wirklich ein absolut spektakuläres Auto. Und der führt, finde ich, bis heute ein Schattendasein. Ich weiß gar nicht warum, aber das ist was völlig Einmaliges. Und dann noch in dieser dunkelgrünen Farbe. Ich glaube, das ist also dunkelgrün Metallic mit Tabakleder innen. Ich glaube, das ist eine wirkliche Einmaligkeit. Okay, also ich mache mal kurz den Kofferraum hinten auf mit dem Spoiler oben drauf. Hier könnt ihr sehen, das ist wirklich alles aus hochwertigem Carbon gebaut, wie das ganze Auto. Das könnt ihr da unten sehen, die Karosserie, alles. Das ist natürlich auch ziemlich einmalig. Man hat natürlich versucht, Gewicht zu sparen, wo es möglich war.
weil das Triebwerk und die ganzen anderen Details an dem Auto, die wiegen eine ganze Menge. Wie gesagt, 1 Tonne 1750 Kilo, so ist richtig. Ja, 1,7 Tonnen wiegt der Wagen. Unten auch Carbon, also es ist wirklich ein richtiger Formel-1-Wagen. Und wenn man das Auto fährt, spürt man das auch. Hat mir also mächtig Respekt eingeflößt, eben gerade diese Probefahrt. Das habe ich so noch nicht gehabt. SLR, hier vorne der Schriftzug, könnt ihr sehen, in diesem ganz tollen Grün Metallic. Und SLR gibt es auch hier in diesem kleinen eingebauten Windschott. Das ist es ja eigentlich. Also als wir eben gefahren sind, sind wir ja offen gefahren. Aber man sitzt da so tief drin und das hat man auch noch. Es zieht nicht in dem Auto. Also man kann da wirklich hohe Geschwindigkeiten fahren, das merkt man gar nicht richtig. Das macht es aber auch gefährlich, weil das Auto eine dermaßen gewaltige Kraftentfaltung hat, die ist schon irre. Das war heute wieder richtig pur Freude am Auto. Hat mich gefreut, dass ihr wieder mitgefahren seid, war sicherlich spannend. Wir bereiten gerade schon den nächsten Dreh vor. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Euer Stefan Luftschütz, bis bald. Ciao.